Hallo und herzlich willkommen zur 123. Folge von Fräulein Maja empfiehlt. Wollt ihr auch einmal eure Fellnasen im Video sehen? Dann schickt uns eure Clips. Heute haben wir eine kleine, aber feine FAQ-Folge für euch. Es gab wieder viele Fragen und die interessantesten haben wir für euch zusammengestellt. Max Kiffe möchte wissen, wie sich Katzen verhalten, wenn sie Angst haben. Speziell, wenn es draußen regnet oder stürmt. Wenn draußen der Wind oder der Regen gegen die Fenster peitscht, versteckt sich mein Kater in meiner Nähe bzw. unter den Möbelstücken, auf denen ich mich gerade befinde, und wimmert kurz vor sich hin. Wie verhalten sich Freigänger bei Sturm und Regen? Ist dieses Zeigen von Furcht ein spezielles Merkmal von Wohnungskatzen? Vielen Dank für deine Frage. Ängstliche Katzen haben geweitete Pupillen, machen entweder einen Buckel und haben einen aufgeplusterten Schwanz. Dieses Verhalten bezieht sich meist auf eine konkrete Gefahr in Form eines Artgenossen, eines Menschen oder eines Gegenstandes. Oder aber die Fellnase presst sich tief geduckt an den Boden und gleitet beinahe mit dem Bauch über den Boden. Dabei sucht die Schnurrnase meist schnell und zielsicher einen sicheren Unterschlupf auf. Dort wird dann entweder still und leise oder mit einem leichten Jammern gewartet, bis die Gefahr vorüber ist. Dies tritt meist bei nicht wirklich ortbaren Bedrohungen auf, also lautem Regen, Donner, Sturm und Feuerwerk, wenn Geräusche oder Lichtblitze als Bedrohung scheinbar von überall kommen. Dieses Verhalten zeigen die Feliden auch in der freien Wildbahn. Denn gerade hier ist es von essentieller Bedeutung, möglichst unauffällig und unsichtbar schnellstmöglich zu einem sicheren Versteck zu kommen und damit aus dem Gefahrenbereich. Gleiches gilt für das Buckelmachen und Schwanzsträuben. Beide Verhaltensweisen kommen so auch in der Natur vor und sind ganz normal. Zudem würde Max Kiffe brennend interessieren, wie und ob wir es geschafft haben, dass unsere Katzen nicht mehr über den Laptop laufen. Mit Geduld und den gleichen Methoden wie in unserem Erziehungsteil Nummer 50, runter vom Tisch, beschrieben. Du musst konsequent sein und darfst das unerwünschte Verhalten niemals tolerieren. Lässt man es einmal durchgehen, interpretieren sie es als permanente Erlaubnis. Ein wenig trickreich solltest du auch sein. Tabuzonen, wo die Samtpfoten gar nicht drauf sollen, kannst du mit Folie, Klebestreifen oder Zitronenöl unattraktiv machen. Dann aber immer auch eine Alternative anbieten, wie einen Kratzbaum in der Nähe, der statt der Vitrine bestiegen werden kann. Der warme Laptop ist ein besonders schwieriger Fall, weil er schön warm ist und erhöht liegt, also in Katzenaugen besonders attraktiv ist. Wir haben einen Monitorstand zweckentfremdet und diesen über den Laptop gestellt. Zeitgleich haben wir unseren Rabauken eine Alternative im Fensterbrett geschaffen. Diese wird dankend angenommen und der Laptop fortan ignoriert. Wie verhalte ich mich, wenn ich Katzen züchten möchte? Fragt Metin. Wer seriös züchten will, muss sich im Klaren darüber sein, dass es eine teure, arbeitsreiche, verantwortungsvolle und emotionale Tätigkeit ist. Wer sich nicht eingehend mit Genetik, der Trächtigkeit, der Aufzucht und Entwicklung der Katzen auseinandergesetzt hat, sollte zum Wohle der Tiere lieber die Finger davon lassen. Denn seriöse Zucht bedeutet nicht, einfach einen Kater auf eine Katze zu setzen. Es fängt bei den Gedanken zur Zucht und zum Zuchtziel an. Hier sollte oberstes Ziel immer die Freiheit von Erbkrankheiten, Deformationen oder rassetypischen Einschränkungen sein. Ist man von dieser Idee nicht abzubringen, sollte man sich unbedingt Basiswissen aneignen. Da kommt man nicht um das Durchlesen etlicher Bücher herum. Genetische Grundlagen und rassetypische Erbkrankheiten müssen ebenso bekannt sein wie das Wissen um Geburtsvorgänge und mögliche Komplikationen, sowie die Kittenaufzucht. Hierbei stehen Fachbücher, aber auch erfahrene Züchter bzw. passende Seminare bereit. Und erfahrene und vor allem seriöse Züchter sind Mitglied in einem Zuchtverband. Es ist nicht der Nachbar um die Ecke, der öfter Kätzchen verschenkt. Nicht zuletzt ist das emotionale Feld vielleicht das Zünglein an der Waage bei der Frage, ob man züchtet oder nicht. Man muss fähig sein, sich von den Kitten zu verabschieden, sei es, weil sie verkauft werden oder aber, weil es ein Wurf eventuell nicht schafft und mitsamt Mutterkatze verstirbt. Diese Fragen und das entsprechende Wissen sollte man sich unbedingt vorher aneignen, ehe man wild drauf losvermehrt. Diese sogenannten Vermehrer sind ein Hauptgrund, warum es immer mehr Katzen und immer mehr Tierleid gibt, vor allem unter den Freigängern.
Darum mein Appell an euch, bitte vermehrt nicht einfach eure Katzen. Eignet euch im Vorfeld das nötige Wissen an und sucht euch einen seriösen Züchter als Mentor. Wir haben euch einen interessanten Artikel hierzu in der Videobeschreibung verlinkt, in dem ihr entsprechende Checklisten findet. Habt ihr auch noch Fragen oder Hinweise zu diesen Themen? Dann schreibt mir bitte alles in die Kommentare. Nachlesen und mitdiskutieren könnt ihr gerne auch auf mayaempfiehlt.de. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch und teilt das Video. Abonnieren nicht vergessen und drückt auf die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch.